Herzlich willkommen zu einem neuen Video. Heute klären wir die Frage, wie kommen wir von sanften Kuschelrock zu Heavy Metal. Also bleibt dran, seid gespannt und bis gleich. Herzlich willkommen zurück. Also, heute geht es um Kuschelrock oder Heavy Metal. Sprich, wir bauen ein Fahrwerk komplett, Step by Step. Wir fangen heute mit der Vorderachse an und primär geht es darum, was können wir mit den Federkugeln machen, dass das Fahrwerk deutlich straffer ist, es sich sportlicher anfühlt, mit geringen Mitteln, wie immer Low Budget. Und wenn ihr wollt, könnt ihr das gerne nachbauen und dann würde ich mich darüber freuen, wenn ihr ein Feedback sendet oder schreibt in die Kommentare, hat das gut funktioniert, wie fühlt sich das für euch an oder ist das kompletter Schmuh? Ne? Also lasst mich das wissen und ja, los geht's mit dem Video. Nicht ganz, vorab noch eine Warnung. Alles, was wir hier machen, ist auf eigene Gefahr, sprich wir basteln am Fahrwerk rum. Und dementsprechend möchte ich nicht, dass ihr mit diesen Fahrwerken in der Öffentlichkeit durch die Gegend fahrt. Bitte nur auf abgesperrten Strecken, auf Rennstrecken oder bei Veranstaltungen. Also bitte, wenn ihr diese Kugel nachbaut, benutzt sie nicht im öffentlichen Straßenverkehr. Danke. So, willkommen zurück. Das sind die Sachen, die ich bestellt habe für unseren Umbau, wobei das die Vorderachse ist und das die Hinterachse. Die Hinterachse wird ein bisschen anders vom Aufbau her sein und hier liegen auch noch ein paar Teile drauf, die brauchen wir dann für die zweite Variante, wenn wir den Dämpfer selber einstellen wollen oder anders bestücken wollen. Daher können wir den Karton schon mal beiseite schieben und befassen uns nur mit der Vorderachse. So, was haben wir bestellt? Ganz klar. Druckspeicher der Marke Fevi Bildstein. Das ist jetzt nichts super teures, ist aber auch kein No-Name-Produkt. Und für das, was wir hier vorhaben, reichen die völlig aus. Das ist eine ganz handelsübliche Federkugel und Unterlegscheiben, die wir im weiteren Verlauf brauchen, wenn wir den Umbau machen. Das ist die Lösung, auf die ich gekommen bin. Die brauchen wir für den Umbau, ohne die funktioniert diese Variante nicht. Die Maße gebe ich euch noch durch, also wir werden die Unterlegscheiben einmal durchmessen und dann werdet ihr auch im späteren Verlauf des Videos sehen, wozu wir die brauchen und was wir damit noch machen müssen. Ne? Nochmal zur Federkugel. Für die Vorderachse verwende ich 30 Bar Federkugeln. Das bringt ein Vorteil und ganz viele Nachteile. Und warum ich diese verwende, das würde ich euch ganz gern an einem Schnittbild einer Federkugel zeigen. Dieses Modell habe ich quasi jetzt für dieses Video einmal fertig gebaut. Wir haben die Federkugel, haben das Dämpferelement und dann einmal aufgeschnitten. So sieht das Ganze innen aus. Der Schaumstoff simuliert in dem Fall einmal unser Gasvolumen. In dem Fall handelt es sich um Stickstoff. Wir haben unsere Membran. Und an diesem Modell würde ich euch gerne zeigen, warum ich für die Vorderachse eine 30 Bar Kugel nehme und keine 50 oder 55 Bar Kugel. Denn da die normalerweise auf der Hinterachse verwendet werden, können wir einen ganz wichtigen Aspekt für die Vorderachse nutzen. Aber wie gesagt, das würde ich euch gerne einmal zeigen. So, und warum ist das für die Vorderachse jetzt für uns so interessant? Nun ja, von Haus aus ist das Hand ja hinten leichter als vorne. Das heißt, wir müssen hinten, um eine straffere Federung zu erreichen, Ladung dazu packen, damit, wie gesagt, das Stickstoffvolumen deutlich mehr komprimiert wird. Da unsere Vorderachse aber von Haus aus schon schwerer ausgelegt ist, wir haben vorne den Motor und noch andere Bauteile, die deutlich schwerer sind, haben wir quasi diesen Beladungseffekt von Haus aus, ohne dass wir was reinpacken müssen, schon vorgegeben. Also es muss deutlich mehr Öl oder Hydraulikflüssigkeit in die Kugel gepresst werden, um das Fahrzeug vorne auf das richtige Niveau zu bringen. Sprich, wir haben direkt eine straffere Feder durch das geringere Stickstoffvolumen, eben durch diese 30 Bar.
So, und jetzt kommt aber der Riesennachteil. Dieses komprimierte Stickstoffvolumen will natürlich immer wieder expandieren. Also es will sich wieder ausdehnen. Und da wir eine 30 Bar Kugel von hinten haben, ist auch die Dämpfeinheit, hier in dem Fall fehlt sie, ist die Dämpfeinheit natürlich auch anders ausgelegt. Eben nicht für eine Vorderachse, sondern für eine Hinterachse. Und das hat zur Folge, dass unser verdichtetes Stickstoffvolumen beim Ausfedern, wie gesagt, es will sich ja wieder ausdehnen, schneller aus der Kugel raus kann. Und das sorgt dafür, dass wir beim Ausfedern des Fahrzeugs eine relativ schnelle Bewegung haben. Ja, also es passiert nicht wie üblich auf der Vorderachse relativ weich und langsam, sondern es passiert relativ schnell. Und genauso schnell will das Öl natürlich auch wieder rein in die Kugel, weil wir eben, wie gesagt, eine Dämpferabstimmung für eine Hinterachse haben. Und das ist der eigentliche Nachteil. Also wir haben den Vorteil des höher komprimierten Stickstoffs, der in dem Fall eine straffere Feder abbildet, aber eben den Nachteil oder einer der Nachteile mit der Dämpfereinheit der Hinterachse wird die Vorderachse ein bisschen nervöser. Also wir haben, wie gesagt, ein schnelleres Ausfederverhalten und im schlimmsten Fall auch ein Durchschlagen der Kugel, da ja weniger Stickstoffvolumen zur Verfügung steht, kann also bei heftigen oder harten Querfugenstößen, Schlaglöchern es eben dazu führen, dass unsere Kugel tatsächlich komplett durchschlägt. Also wirklich das Stickstoffvolumen komplett aufgebraucht wird, die Membran bis nach oben durchschlägt. Und deswegen müssen wir uns primär bei dieser Angelegenheit um die Dämpfereinheit kümmern. Darum geht es auch bei der ganzen Sache. Also erstens, wir nehmen die 30 Bar Kugel von der Hinterachse, müssen uns aber um die Dämpfereinheit kümmern, damit wir diesen Faktor der Entladung und der 9b-Ladung der Kugel begrenzen können. Und das bildet dann insgesamt eine deutlich straffere Kugel, sportliche Kugel, die dann eben auch im Renneinsatz auf Rundstrecke oder im Slalom genutzt werden kann, weil sie eben dann diese Vorteile bietet, die man eigentlich von einem sportlichen Fahrwerk haben möchte. So, und um dieses Problem mit der Dämpfeinheit zu lösen, kommen jetzt unsere Unterlegscheiben ins Spiel. Das sind ganz handelsübliche Unterlegscheiben M8 mit folgenden Maßen. Der Durchmesser beträgt 24,5 mm, angegeben waren sie mit 24. Ja, sind insgesamt ein bisschen größer, ist aber nicht weiter schlimm und haben eine Stärke von 1,2 mm. Diese Unterlegscheiben können wir aber so nicht verwenden, da sie weder zum Dämpfer passen, noch haben sie die richtige Stärke. Und das müssen wir umbauen. Dafür brauchen wir ein paar Werkzeuge, die zeige ich euch jetzt. Also insgesamt, was wir dafür benötigen. Und dann bauen wir diese Unterlegscheibe einmal so um, dass das Ganze funktioniert und bauen dementsprechend die Dämpfereinheit oder auch die gesamte Kugel in dem Fall einmal um oder stimmen sie in dem Fall einmal neu ab. Also, was brauchen wir für Werkzeuge oder zusätzliches Material, um die Unterlegscheibe so zu bearbeiten, dass das für unsere Dämpfereinheit vernünftig passt. Ein Edding zum Markieren, die Unterlegscheibe ist klar, eine Mutter M8, einen abgesägten Bolzen M8 und eine Blindnietmutter, in dem Fall auch M8, die ist schon angemalt, da ich das ja schon gebaut habe, gibt es in großen Packungen oder auch einzeln, kosten nicht wirklich viel Geld, sind aber unheimlich nützlich für das, was wir hier vorhaben. Denn wir haben ein Problem, das ist zwar eine M8 Scheibe und das ein M8 Bolzen, aber wir haben hier Spiel. Und dieses Spiel müssen wir ein bisschen ausgleichen, dass die Bearbeitung auch vernünftig stattfinden kann. Und jetzt bauen wir das Ganze einmal zusammen und dann zeige ich euch, wie man
diese Unterlegscheibe mit der Flex in der Ständerbohrmaschine. Die habe ich übrigens vergessen, wir brauchen natürlich auch eine Ständerbohrmaschine. Ohne die wird es deutlich schlechter funktionieren. Wahrscheinlich geht es auch mit einer Feile, ist dann aber deutlich langwieriger und aufwendiger und wird auch deutlich länger dauern. Wir spannen die Sachen jetzt einmal in die Ständerbohrmaschine ein, dann erkläre ich kurz was zum Ablauf und dann bearbeiten wir einmal die Unterlegscheibe. So, jetzt bestücken wir einmal unsere Bohrmaschine in folgender Reihenfolge. Wir nehmen den Bolzen M8, spannen diesen in die Bohrmaschine. Jetzt kommt die Blindnietmutter. Dann unsere Unterlegscheibe und zum Schluss eine Kontermutter M8. Das Ganze natürlich festziehen. So, und die Bohrmaschine ist jetzt bestückt. So, in dem Fall ist der Strich, unser innerer Bereich, den sollten wir möglichst meiden. Also den von der Bearbeitung her einfach weggelassen und uns nur auf den äußeren Bereich der Unterlegscheibe konzentrieren. Dieser äußere Bereich bekommt eine bestimmte Form. Die Form zeige ich euch jetzt, damit ihr wisst, wie ihr die Unterlegscheibe zum Rand hin, also von dem Strich zum Rand hin bearbeiten müsst, damit das Ganze funktioniert. Folgende Form muss die Unterlegscheibe nun bekommen. Ich werde dazu einmal hier auf dem Blatt Papier eine Zeichnung machen, die die Unterlegscheibe von der Seite zeigt, also von der flachen Seite. Das sieht folgendermaßen aus. Das ist unsere Unterlegscheibe. Das wäre die Form, die sie jetzt aktuell noch hat. Wir brauchen aber eine andere Form, und zwar in etwa so. Und diese Form müssen wir aus der Unterlegscheibe rausarbeiten. Diese Form ist ganz entscheidend dafür, dass das Dämpferelement am Ende auch so funktioniert, wie wir das haben wollen. Und wie wir diese Form jetzt in die Scheibe bekommen, zeige ich euch jetzt. Vorbereitet ist alles in der Ständerbohrmaschine und damit geht es jetzt weiter. Empfehlenswert ist natürlich ein Gehörschutz, eine Brille und Handschuhe für diese Arbeiten. Ne? Nicht, dass ihr Splitter in den Augen kriegt oder einen Hörsturz habt, weil es laufen gleich zwei Maschinen, sowohl die Bohrmaschine als auch die Flex, das ist ziemlich laut. Deswegen nehmt euch eine Schutzbrille, Gehörschutz und Arbeitshandschuhe. Folgendermaßen läuft das Ganze jetzt ab. Die Bohrmaschine wird eingeschaltet, höchste Stufe, dass sie so schnell wie möglich dreht, die Flex einschalten und dann tragt ihr vom innen nach außen oder von außen nach innen das Material der Unterlegscheibe ab. Wichtig dabei, den schwarzen Strich möglichst stehen lassen. Wenn da ein bisschen was von fehlt, ist nicht schlimm. Wichtig ist nur, dass ihr den Bereich zur Blindnietmutter meidet. Und maßgeblich für das Ein- und Ausfederverhalten ist, wie viel Material ihr von der Unterlegscheibe runterschleift. Umso mehr ihr runterschleift zum Ende hin, umso weicher wird das Einfederverhalten und umso schneller wird das Ausfederverhalten. Wenn ihr weniger Material runterschleift, wird das Einfederverhalten straffer und auch das Ausfederverhalten wird langsamer. Also die Stärke des Materials ist maßgeblich dafür verantwortlich, wie sich das Auto am Ende fährt oder wie die Abstimmung ist. Das müsst ihr selber für euch herausfinden, was euch am besten gefällt. Dieses Material kostet ja nicht die Welt, das heißt, ihr könnt davon unzählige Unterlegscheiben machen und diese dann dementsprechend ausprobieren, was euch am meisten gefällt. Das baut ihr ein, was nicht, das fliegt dann eben wieder raus. So, und jetzt Ohren zu halten, denn es wird gleich laut und wir fangen an mit der Bearbeitung der Unterlegscheibe.